Lieber Philipp, wir sprechen heute miteinander, weil du mir den Media Campus Tirol zeigst und weil ich die Ehre habe, demnächst bei euch zu Gast zu sein für einen LinkedIn-Workshop. Also Panorama im Hintergrund zeigt eindeutig, du bist in Westösterreich, ich bin ziemlich weit im Süden, bei euch ist gebirgiger. Wunderschönes Bergpanorama über den Dächern von Innsbruck. Was ist der Media Campus Tirol? Ja, erst einmal, lieber Richie, vielen Dank. Freut mich sehr, dass wir heute auf diesem noch virtuellen Wege zusammenkommen, bald ja schon dann in Personam quasi hier bei uns am Media Campus Tirol. Ähm, Was ist der Media Campus Tirol? Ich wechsle mal kurz nach drinnen. Ähm, Es ist ein Lern- und Netzwerkzentrum für Trainings, Workshops und allgemein betriebliche Weiterbildung in den Bereichen Medien, Kommunikation und künstliche Intelligenz. Und in diesem Spannungsfeld versuchen wir sehr praxisnahe Weiterbildungsangebote hier in Westösterreich zu etablieren. Es ist etwas, was wir schon seit vielen Jahren machen, aber jetzt mit der Marke Media Campus Tirol erstmalig auch einen öffentlichen Auftritt geben. Involviert sind auch Social Media Workshops und deswegen freut es uns da sehr, dass wir heute sprechen, weil wir werden dich demnächst hier bei uns in Tirol zu Gast haben für deinen LinkedIn-Workshop 3x3 Basics und da freuen wir uns sehr drauf. LinkedIn 3x3. Ich freue mich auch sehr drauf. Und du hast erwähnt, Social Media ist natürlich ein mittlerweile wichtiger Teil der Unternehmenskommunikation, aber eben nur einer. Da gehört viel mehr dazu. Bei euch läuft es ja auch sehr hands-on. Ihr macht auch Medientrainings für Auftritte vor Kameras, oft ja etwas, das mindestens so gefürchtet wird wie der erste Beitrag auf LinkedIn. Ihr habt, glaube ich, sogar ein eigenes Studio. Das stimmt, richtig. Da bereiten wir sagen wir, Pressesprecher, Führungskräfte, CEOs und jeden, der sozusagen auch öffentliche Auftritte wahrnimmt, auf eben jene vor. Machen das wirklich vom Einsteiger-Workshop über sehr praxisnahe Kamera- und Interviewtrainings im TV-Studio bis hin, wenn gewünscht, ganztägige Krisensimulationen für Führungsteams, um in sehr realen Mediensettings von der Pressekonferenz bis hin zum TV-Interview im Studio, bis hin zum OT und anschließend zu Gast im Radiostudio zu sein. Diese ganze Bandbreite bilden wir hier am Media Campus Tirol ab und garantieren somit sehr realitätsnahe Erfahrungen für jene Leute, die dann vor der Kamera, vor dem Mikrofon stehen, wenn es drauf ankommt. Das klingt nach einem sehr realistischen Rollenspiel. Ich habe ja Rollenspiele waren ja immer meins, aber das ist jetzt weniger Fantasy-Bereich, sondern gerade durch die digitalen Medien kann es ja schnell zu einer Krise kommen und dann stehen auch Leute mal vor der Kamera, die das nicht gewohnt sind. Sicher sehr, sehr wertvoll, das üben zu können. Und andererseits, es gibt ja Überschneidungspunkte. Im Social-Media-Bereich ist ja Mhm. Video mittlerweile auch ein sehr wichtiger Kanal. Auf TikTok oder YouTube wird es Mhm. schwierig, ohne Video überhaupt präsent zu sein als Unternehmen. Mhm. Absolut. Die sozialen Netzwerke sind natürlich, wenn es um Multimedia- und Content-Produktion geht, nicht mehr wegzudenken. Und die Skills, die wir hier unseren Teilnehmenden bei den Trainings hier am Media Campus Tirol vermitteln, ähm, funktionieren nicht nur vor der TV-Kamera, wenn der Rundfunk anrückt, ja, und ein Interview macht, sondern unsere Teilnehmer profitieren von diesem Know-how, die Mittel bekommen auch in jeder Art von öffentlichen Auftritt, auch wenn in einem Unternehmen mal der Social Media Team vorbeikommt oder wenn ich der Corporate Influencer bin, wie präsentiere ich mich richtig vor der Kamera, egal wer sie hält. Geht quer durch unterschiedliche Rollen. Also es sind dann durchaus nicht nur die Pressesprecher oder CEOs, die bei euch sein. Das kann auch jetzt in dem Fall der Social Media Manager, Social Media Managerin sein, die sich da weiterbilden wollen. Absolut. Also die Teilnehmer, die wir hier begrüßen dürfen, sind wirklich quer durch alle Branchen und quer über alle Hierarchieebenen in einem Unternehmen. Von der Assistentin der Geschäftsführung, die genauso von dem Wissen profitiert, was Medien brauchen, bis hin zum CEO oder Pressesprecher, Marketingleiter, haben wir eigentlich sozusagen jede Funktion hier schon zu Gast gehabt und jeder ist da ausgegangen und hat sich wirklich was mitnehmen können für seine berufliche Praxis. Wenn du möchtest, lieber Richie, du warst ja noch nie bei uns jetzt in den neuen Räumlichkeiten. Du Nein? warst zwar schon mal bei uns in Innsbruck zu Gast, ist eine Zeit her.
Aber wenn du möchtest, würde ich da gerne ein bisschen eine kleine Tour Sehr, sehr gerne. und dir zeigen, wo wir dann auch jetzt demnächst im März den Workshop mit dir abhalten werden. Das ist jetzt so das Auditorium, wie wir es nennen. Das ist also der, sage ich mal, ein multifunktionaler Vortrags- und Seminarraum, in dem wir Workshops abhalten, so wie mit dir, in sehr kleinen Gruppen. Man sieht da eh schon die Bestuhlung für den nächsten Workshop, der übermorgen stattfindet. Aber auch Pressekonferenzen, Vorträge, Lesungen und anderes kann hier abgehalten werden. Das ist im Prinzip eine Plug-and-Play-Geschichte, die mit der modernsten Technik ausgestattet ist, wo man auch direkt live gehen kann, wenn gewünscht. Oder jetzt für Pressekonferenzen mit Audio, Video, Splittern und so weiter ausgestattet. Sozusagen eigentlich alles bietet. Das ist so ein bisschen das Herzstück hier bei uns. Bin auch froh, dass es jetzt gerade aktuell nicht genutzt wird. Das ist unser TV-Studio, das wir hier eingerichtet haben. Das jetzt so im Bereich der Greenscreen-Technik eigentlich alle Stücke spielt. Hier können wir wirklich jede erdenkliche Art von Interviewsituation nachstellen, beziehungsweise wirklich in der Praxis üben. Da ist gerade aufgebaut jetzt für die Talksituation, also wirklich jetzt zu Gast im TV-Studio mit Moderator und man selbst sozusagen übt hier. So sieht es dann aus, wenn man da ziemlich hell, muss ich sagen, das kommt jetzt da gar nicht so rüber. Aber da können wir halt wirklich auch mit mehreren Kameraperspektiven arbeiten. Und unsere Teilnehmer erhalten da wirklich direkt Live-Feedback von unseren Coaches. Man kann dann da auf diesem Screen sich die eigene Performance dann immer wieder anschauen. Und so erzielen wir eigentlich in recht kurzer Zeit sehr gute und erfreuliche Lerneffekte, muss ich sagen. Genau. Gehe wieder raus mit dir. Sehr schönes Spiel. Darf ich dich fragen, Richie, was dürfen denn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am 12. März erwarten hier beim LinkedIn Workshop 3x3 Basics mit dir? Also im Fokus steht eben das optimale Management und der Aufbau des persönlichen Accounts. Und der Grund, warum meine Workshops 3x3 heißen, warum ich die so nenne, ist eben, es gibt ja, wenn man jetzt LinkedIn als Person nutzt, 3 Hauptbetätigungsfelder, wenn man so will. Das erste, mit dem beginnen auch die meisten, ist die Gestaltung des eigenen Profils, häufig als Personal Branding bezeichnet. Also wie kann ich mein Profil so herrichten, dass es einerseits gut gefunden wird und auch ansprechend ist für die Kundengruppe, die ich erreichen möchte. Und zweite Bereich, das ist meistens der, wo langfristig bei den Personen, die LinkedIn selber aktiv nutzen als Content Creator, am meisten Zeit investiert wird. Posting, eigene Inhalte erstellen, möglicherweise auch strategisch kommentieren, also all das, was man so unter Content-Strategie subsumiert. Und dann gibt es aber noch einen ganz wichtigen dritten Teil. LinkedIn als B2B-Netzwerk geht ja immer von sehr spezifischen Fachpublika aus. Und damit ist der Aufbau des eigenen Netzwerks sehr, sehr wichtig. Also in der Praxis, mit wem vernetze ich mich, wem schicke ich Kontaktanfragen, wessen Kontaktanfragen nehme ich an oder vielleicht auch nicht. Weil tatsächlich, wir glauben oft, Social Media, mehr hilft mehr. Mit wem man sich auf LinkedIn vernetzt, definiert weitgehend, welche Personen man mit seinen Inhalten erreichen kann. Also es wird sozusagen das volle Programm. Wie kann ich mich selber als Personal Brand etablieren? Wie finde ich mein Publikum? Und wie kann man auch mit einem sinnvollen Zeitaufwand sicherstellen, dass man dort laufend präsent ist? Weil eines ist schon klar, in unserer sehr informationsreichen Zeit, da hilft es natürlich nichts, wenn man einmal einen erfolgreichen Beitrag hat, sondern man möchte ja immer bei seiner Zielgruppe präsent sein. Und da ist gerade im B2B-Bereich LinkedIn natürlich mittlerweile eine, ja, glaube, kann man ohne Übertreibung sagen, unverzichtbare Plattform. Stark. Also es klingt sehr gut. Es klingt auch wirklich nach etwas für mich. Also ich werde genau hier Platz nehmen, auf einem dieser Stühle. Ich finde es super. Grau ist meine Lieblingsfarbe. Und ich mag Holz sehr gern. Dass ihr den Raum jetzt extra für mich so eingerichtet habt, mit so viel Grau, das finde ich fantastisch. Ein schöner Zufall, Ja, mein Lieber. ja. Zufall. Na, freut uns sehr. Aber auch wir lernen da natürlich Tag für Tag dazu. Ich selber bin auf LinkedIn, ja, bin präsent, aber muss ehrlich sagen, wenn es wirklich darum geht, auch die Tipps und Tricks anzuwenden,
bin ich wirklich noch das komplette Nackerbatzel. Ja, es ist so eine Trial-and-Error-Geschichte. Das kennen vielleicht manche aus der Praxis. Also auch wir erwarten uns hier wirklich auch wertvolle Inputs von dir und freuen uns sehr, wenn du dann schon in knapp 3 Wochen dann bei uns zu Gast bist. Ich freue mich auch sehr drauf und vor allem heute kursieren ja alle möglichen, ähm, weiß nicht, über Nacht Erfolgsrezepte, Automatisierungsgeschichten, du das, mach das und du hast bald 100.000 Follower und in Wahrheit, Mhm. meisten von uns agieren auf einem relativ überschaubaren Zielmarkt. LinkedIn ist etwas, das in mehreren Jahren auch noch eine Rolle spielen wird und Österreich ist kein riesengroßes Land. Tirol ist auch nicht größer als Österreich. Und wenn man jetzt mit einer spezifischen Branche zu tun hat, dann gibt es einen Teil von Personen, die dort auf LinkedIn aktiv sind. Und ich glaube, mit denen das digitale Beziehungsmanagement gleich von Anfang an richtig zu machen, ist wirklich etwas, das dann auch langfristig und nachhaltig einfach sehr Sinn macht. Ich freue mich sehr darauf, bei euch zu Gast zu sein. Super. Eine letzte Frage, ohne zu viel zu verraten oder zu viel vorwegzunehmen, aber hättest du so 3 Instant-Tipps für mich im Sinne von Personal Branding beziehungsweise wie generiere ich Reichweite auf LinkedIn oder die 3 Kardinalfehler, die vielleicht bis zu deinem Kommen schon vermeiden kann? Das Logan, das ist dieser kurze Text, der unter dem Namen am eigenen Profil steht. Der wird ganz oft komplett übersehen. Es muss ja unter Anführungszeichen jede Nutzerin, jeder Nutzer den aktuellen Job eintragen und dabei gibt man einen Jobtitel ein und das Unternehmen, für das man arbeitet. Und LinkedIn baut dann automatisch einen Slogan, der lautet Jobtitel bei Unternehmensname. Also zum Beispiel Produktmanager bei Opel. Und diese Slogans sind oft nicht sehr aussagekräftig. Und das Slogan, das ist ganz interessante Statistik vielleicht, 30% der Profilbesucher scrollen gar nicht nach unten. Die sehen dann nur das Header-Bild und den Slogan. Und in diesen maximal 3,5, 4 Zeilen sollte man sehr aussagekräftig beschreiben, was man für wen tut. Und wenn man das macht, dann hat man normalerweise auch die richtigen Schlagwörter drinnen, weil der Slogan ist nämlich auch das Wichtigste, um auf LinkedIn gefunden zu werden. Nicht nur mit dem eigenen Namen, sondern eben auch mit thematischen Keywords. Das ist der übersehenste Hebel am Profil. Und was die Reichweite von Inhalten betrifft, LinkedIn ist keine B2C-Plattform und es gibt natürlich immer wieder mal Beispiele, wo jemand einen besonders inspirierenden, lustigen Beitrag oder so postet und der richtig viele Impressions bekommt, gerade auch im neuen Videofeed. Aber die wirkliche Herausforderung ist, wie kann ich das Publikum, das für mich geschäftlich relevant ist, erreichen? Und da gibt es eigentlich nur eine einzige Sache. Welche Tipps und welche Inhalte sind für mein Publikum nützlich? Die sage ich immer, ich als LinkedIn-Berater kann ein paar Tipps geben, wie man Beiträge formal gestaltet und so weiter. Aber wissen, was meine eigenen Kundinnen am allermeisten interessiert, das ist eben Teil der Fachexpertise. Mhm. Aber that being said, ein Tipp zu Content auf LinkedIn ganz leicht umsetzbar. LinkedIn ist eine Business-Plattform und man darf nicht glauben, dass man selber, wenn man vielleicht nicht so aktiv ist, die Einzige oder der Einzige ist, der da nicht postet. Ganz im Gegenteil. Weniger als 5% veröffentlichen monatlich einen Beitrag. Das ist eine relativ kleine Gruppe. Und dann gibt es so 20, 25%, die kommentieren und liken relativ regelmäßig. Und dann gibt es 70% von den Personen, die regelmäßig den Newsfeed lesen, wie man in Österreich sagt, die schauen nur. Die liken und kommentieren nicht. Und wenn ihr Social-Media-Plattform bin und mein Algorithmus basiert auf Social Signals, dann muss ich mir natürlich was überlegen. Jetzt geht LinkedIn immer mehr auf die Verweildauer in jeglicher Hinsicht. Das ist der Grund, warum die meisten Updates nicht ganz kurz sind. Wenn ein Status-Update interessant genug wird, dass es gelesen wird, dass es gelesen wird, wenn ein Video geschaut wird, wenn eine Präsentation durchgeklickt wird, das sind Beiträge, die viel Reichweite bekommen. Das hat natürlich auch sehr viel mit dem Mehrwert zu tun, aber man muss sich für einen LinkedIn-Beitrag so eine Mini-Dramaturgie überlegen. Was ja gut funktioniert, ist oft mit einem unerwarteten Faktum, Einsicht, vielleicht auch etwas Kontroversiellen zu beginnen und dann die Mhm. Überleitung zum eigenen Thema zu schaffen. Und ganz pragmatisch, ein sehr unkomplizierter Tipp, man kann auf LinkedIn eine breite Palette von Beiträgen, Bilder, Galerien, Videos, Umfragen, Dokumente posten, nicht immer auf dasselbe setzen. LinkedIn belohnt den Wechsel von verschiedenen Formaten. Man muss jetzt nicht jedes Format nutzen, aber Bild, dann wieder mal ein PDF, Galerie,
Video bietet sich natürlich auch an. Also Abwechslung hilft auch auf jeden Fall bei der Reichweite. Top. Jetzt habe ich leider nichts zum Mitschreiben gehabt. Das heißt, ich werde mir einfach dein Video, das du ja demnächst online stellst, dann einfach nochmal zu Gemüte führen und das zu Herzen nehmen, bis wir uns dann sehen am 12. März und bin dann schon gespannt auf deine Manöverkritik sozusagen. Da kommt dann noch viel mehr. Ich freue mich sehr drauf. Super. Wir gehen nochmal aus mit ins schöne Panorama. Servus. Und schließen wir da ab, wo wir begonnen haben. Ich schicke ganz liebe Grüße aus Tirol, mein Lieber. Dankeschön. Sag vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für den spannenden Talk mit dir und wir freuen uns auf alles, was da kommt mit dir hier am Media Campus Tirol bei uns. Yes, bis im März.